Willkommen YouTube, zurück zu einem neuen Prepared Video. Das erste auf meinem Kanal nach langer Zeit. Wir stehen heute hier in Verona mit unserem A319 der Berlin-Flotte. Unser Call ist dann heute auf IWAO Berlin 346, ein A319. Es geht von Verona nach München, ungefähre Flugzeit 45 Minuten. Wir haben heute an Bord 3,9 Tonnen an Sprit. Flugaltitude ist heute 200, Entschuldigung. Passagiere an Bord 119, Cargo total 3 Tonnen an Cargo. 04 ist heute unsere Part Runway. 083. Landebahn in München. Wetter ist gut. Paar Wolken am Himmel, aber nichts Weltbewegendes, wird ein ruhiger Flug werden. Passagiere sind schon an Bord. Flugzeug ist soweit schon vorbereitet. Beacon ist rotating. Pushback kann gleich erfolgen. Wir haben auf IWAO schon unseren Startup. Müssen noch den Pushback testen. Ansonsten ist alles vorbereitet. Gehen wir mal ins Cockpit. So, im Cockpit. Allein IRS haben vorhin den ersten Versuch. Hat irgendwie nicht funktioniert. So, jetzt hat. Initial Climb vom Tower ist 3000 Fuß, 135 Knoten, ist V2s Geschwindigkeit, Outbreak ist schon auf Max gesetzt. Alles eingegeben, Passagiere sind schon an Bord. Emergency Exits wurden schon gearmt. 2019 hatte der Q&H hier in Verona. Ist relativ warm für den November. 10 Grad plus, abends um 19 Uhr. Somit alles eigentlich vorbereitet. Beacon ist rotating. Lichter können erstmal ausbleiben. Seatbelts on. Haben wir schon alles getestet. View ist on. Kabine schön muckelig warm. So. So, jetzt sagen wir mal dem Tower Bescheid. Verona Tower, Air Berlin 346, ready for push and start. Verona Tower ist gerade offline gegangen. Ja, der Verona Tower ist offline gegangen. Somit Unicom 128. Tut mir leider leid. Okay, gut. Pushback ist schon da. Wir sollen die Park and Brake einfach releasen. Und Park and Brake off. Start at will, moving. Ignition start. Engines to rising. Druck steigt. N2 is rising. Und das ist schon da. Celsius Gradanzeige steigt. EGT is rising. N2 is rising. N1 im vollen Schuhbereich. Speed Brake armen wir. Komisch. Der will anscheinend nicht. Engine 1 go. Hört doch das eindeutige Geräusch. Set Parking Brakes. Dann setzen wir die Parking Brake. Druck steigt, Celsius Anzeige steigt.
N2 ist rising, EGT ist auch rising. Ja, jetzt fängt's an. Flaps 1 für heute. 025 und Squawk für heute. So, Text lädt an. So, da passt erstmal alles. Two good engine start. Ignition normal. APU bleed off. APU off. Landing Lights gehen auch schon mal auf off. Also hätten wir alles erstmal gecheckt. Würde ich sagen. Left is clear. Right is clear. Okay. Anscheinend passt irgendwas an den Controls nicht. Access. Im Moment verstellt sich alles. Ja, jetzt funktioniert's. You know my tears are cold, shades of whiskeys and beers. Again I hold toward other fears. I drown myself in sea of questions. I'm asking why I'm not by your side. I'm following the tide, just swallowing my pride. Your footprints in the sand start to fade away. I'm walking down the streets, everyone looking at me. Got my head high, honey, cause I'm fuck out these bitches. They said that I'm fucking crazy, but baby, come on, it's easy. I kill all these fucking MCs cause I don't care about mine. And I rap bullshit, but I found that's funny. My English smells shit, but I don't mind. And I do my things, yes, in my mind I bleed, but I dry my tears. Baby, give me some beers. Stable. Sind wir auf Climb zurück. In der Luft, Positive Rate, ja. Schon die Rechtskurve los. Über Verona. To go. Boosten jetzt halt. Dem Speed zurück. Autopilot 1 engage. Flaps retract.
Weil das enorm. Nose light is off. Und mit on-off lights off. Ja, wir fliegen jetzt ganz normal. Sit-up. Dann passt das schon. Cruise Altitude. Die 1000 Fuß haben kein ATC, der uns irgendwas vorschreibt. Keine Flugbewegungen im Moment um uns herum. Dann können wir auf 250 hochdrehen. Gerade Barrel Reference auf Standard gesetzt, weil Transition Altitude an 6000 Fuß. Ansonsten passt soweit alles. Dann würde ich sagen, lasse ich jetzt das im Schnelldurchlauf bis den Star laufen und melde mich dann wieder. Bis dahin viel Spaß bei dem Video.
willkommen zurück YouTube. Ja, wir sind kurz vor Obaga, unserem Starpunkt. Haben uns schon mal den Wetterforecast für München eingeholt. QNH in München 1014, Temperatur 4 Grad, Dewpoint auch 4 Grad. Wind ist bei, kommt aus 0 Grad, 2 Knoten, also gute Conditions. Dann würde ich sagen, leiten wir mal den Top of Descent ein. Bin schon über der deutschen Grenze. Obaga ist ja, so über Garmisch-Partenkirchen und melden uns dann auch gleich beim langen Raider. Wir müssen noch das FMC eintippen. QNH 1014, Temperature 4 Grad, 0 aus 2. Position Altitude sind 5000 Feet. Und Radio 350. Landing Config Free. Landing Speed von 130. München approach is 123.9er. München Räder, hallo, Bodensee 101, Flight Level 240. Dich hatte ich doch gerade schon mal 101. Confirm, war das die richtige Frequenz oder wolltest du nicht zu München Nord? München Nord hat 131311055. Da krieg ich auch hin. München. Wäre auch besser so. Very low. München Radar Austrian 2 for Romeo. Ah, low Foto. Ah, jetzt mach du erstmal. Okay, München Radar, wunderschönen guten Abend. Der Berlin 346, Information Foxtrot. Following der Obaga Free Alpha Star. Berlin 346 München. Hallo, Squawk Charlie. Gut, Charlie Set. Austrian 2 for Romeo. Contact Salzburg Radar. Frequency 123725. Happy landing, bye bye. Contact Salzburg Radar on 123.725. Thank you for your ATC. Bye bye, Austin 2 for Romeo. Lufthansa 9er Echo Yankee, Unicom 128. Schönen Flug nach Stockholm. Tschüss. Danke für die nette Unterstützung. Wir gehen rüber auf Unicom 128, Lufthansa 9 Echo Yankee. Jetzt haben wir es. So einfach ist das auch nicht. Scan die 9er Yankee Golf. Unicom 128. Auch dir schönen Flug nach Stockholm. Tschüss. Unicom, danke, schönen Abend. Scan 9 Yankee Golf. Berlin 346 identified. Expect runway 08 right. Proceed direct to Betos, descent flight 110. Expect 08 right, direct Betos and descent 110 346. Direct Betos. Set. So, die ILS-Charts sind auch schon auf. 5000 Fuß wird der ILS gecaptured. 82 Grad ist Runway-Heading mit 5,2 mit 5,2% geht's runter. Bei 11 DMI Wegen wird der Glide Slope captured. Dann Mr. Procedure, climb straight ahead, 1 DMI, east of DMS, 1900 Fuß, Traverse later, dann München VR, climbing 5000. Das wär's hier mit Anflug, Checklist. So, sind gut dabei.
Lufthansa 4, Whiskey Juliet, Switch Unicorn 122 schönen Flug nach Dortmund, tschüss. Beckham 122 danke für den Service, schönen Abend, ciao Lufthansa 4, Whiskey Juliet. Evelyn 346, continue at flight plan or heading? Ja, 346, danke für die Info. Continue present here, turn left, 330 wäre besser. 5000 feet, QNH 1014. 5000 feet, QNH 1014. So, heading 330, descent 5000, QNH 1014, 346. Genau. Jetzt fliegen wir übers Maisach VOA. Werden dann wahrscheinlich rechts eindrehen auf die Landebahn. Circle Speed 1300 Fuß, reduzieren Speed. Airplane 346, High Speed approved. 346, erst bis Charlie gibt es keine Speedbegrenzung. Ah ja, dankeschön. Habe ich auch erst vor kurzem gelernt. ...150 sind auf 10.000 Fuß, Runway Turn of Lights gehen an. Checken wir mal kurz den Verkehr über München ab. München ist nicht sehr geflogen. Wir lassen Outbreak low. Keine Voll Reverse. Spoilers gehen raus. Dann schauen wir, dass wir relativ früh die Bahn verlassen. Vielleicht sogar schon auf Bravo 7. Den ersten Taxi-Out erwischen. Und dann relativ schnell zum Terminal 1 zu bekommen. Wind 346, turn right heading 010, descent 4000 feet. Right hand 010 und descent 4000 feet 346. Fuß die Minute. Ja, unter uns ist die A8, wenn ich mich nicht täusche. München Radar, schönen guten Abend, der Berlin Common 4 Alpha, Parking 4500 feet. Genau, jetzt sind wir. Und Maisach. Berlin 413 Alpha, Radar, guten Abend, identified, climb flight level 190. Vor uns gleich Landing Flight Level 190, Berlin Common 3 der Alpha. Flughafen irgendwo aufpoppen. Wenn da ist der Flughafen. Nee. So nicht. Weil war da der alte Militärflughafen. Wetter ist soweit in Ordnung. Mal einen Weather Check machen. Wind hat sich nicht geändert, immer noch bei 2 Knoten. Variable Visibility ist okay. Temperature 4 Grad, Dew.4 Grad, 1014. Und Clouds sind nur ein paar reported. Berlin 346, turn right heading 110, cleared LS runway 083. Reiter 110, cleared LS 083, 346.
Localizer armen. ILS noch an. Fuß die Minute, reduzieren Speed to 20. Spoilers arm. Und 014. Auch gleich auf der 08 links landen können, so wenn es reingebracht hat. So noch knappe 5 Meilen bis zum Schluss ILS. 4000 Fuß, reduzieren weiter auf 10 Knots und setzen Flaps 1. München Radar, schönen guten Abend, Lufthansa 8 Papa, passing 4000 feet, climbing flight level 70. Lufthansa 8 Papa, München Radar, guten Abend, identified, climb flight level 190. Climb flight level 190, Lufthansa 8 Papa. Berlin 413 Alpha, Switch Unicom, 122 Destination, Flug nach Dortmund, tschüss. 128, ich wünsche noch einen schönen Tag und also schönen Abend, Herr Berlin 413. Danke auch. So, Glide Slope kommt langsam. Ist aber noch falsch. So, jetzt geht's runter. Mich aber ganz schön knapp geschickt, reduzieren es 200. Or less 190. Das ILS. Gleich auf dem Approach. Autopilot 2. Autopilot off. Autopilot 1 off. Reduzieren den Speed weiter. 70. Und 30 ist Inning Speed. Flaps 2. Und Gear down. Berlin 346, contact München Tower 118.7, tschüss. München Tower 118.7, Dankeschön, ciao, ciao. So, reduzieren dann auf Landing Speed 130. Und gleich auf Flaps 3. Dann mit Flaps 3. So, und übernehmen dann das Flugzeug jetzt. Wind kommt im Moment aus 164 bei 8 Knoten, dreht dann unten nochmal und schwächt ab. Autopilot off, Autothrottle off, Manual Flight. Also Caution off, Speed Brake still out. 1000. Berlin 346 München. Berlin 346, sorry for delay, ILS 08 right. Berlin 346 München Towers, Servus, wind calm, runway 08 right, clear to land. Runway 08 right, clear to land, dankeschön. Das Ganze ein bisschen aus dem Augen verloren.
Spoilers wollen im Moment nicht so wie wir wollen. So, Flugzeug ist wieder stabilized. Hundred above. Landing checklist, free green. 400. Minimum. Continue. 300. Ist ein bisschen schnell, wird wahrscheinlich nichts mit Taxiway. Bravo 7, Auto Brake Medium. 200. $100. 100. 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Down. Reverse set. Spoilers. 80 knots. Reverse geht raus. Spoilers off. Flaps getrackt. Haben sogar Bravo 7 geschafft. Medic Tower, good evening, Austrian 116 Charlie and position 214, ready for stop and push. Stroke lead off. Austrian 116 Charlie, München Tower, good evening, sir. Start and push approved, facing south. Stop and push approved, facing south, Austrian 116 Charlie. Aberdeen 346, Bravo 7. Airplane 346, München, welcome in München. Continue taxi straight ahead into entry Sierra 6 and continue via Sierra 6 Charlie 4 and Oscar 1, stand 104. 104. So, jetzt links rum, Bravo 7, straight ahead Sierra 6, right turn Charlie 4, Oscar 1 and then to gate 104, Airplane 346. Correct, and squawk standby on ground. Gut, aber IPUs available. So, Lichter sind soweit aus. Für die erste Landung nach langer Zeit war das gar nicht mal so schlecht, fand ich. Danke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Sagen jetzt noch dem Ground Bescheid. 104 und okay, wird uns abfertigen. Relativ wenig heute Abend in München los. Wundert mich. Bin Online-Day. So, 104 ist der nächste dann. Warten wir das Licht aus.
rechts ein. Kleine Texture Bugs an den Gates. So, jetzt haben wir es gleich. 3, 2, 1, Mainz. Park Brake Set. Engine 1 and 2 is off. Beacon geht off. Der View Fleet geht an. Ist off. Und Seatbelts off. Ist doch gleich mitkommen, da kommt es ja schon. Und sagen dann E-Boarding bitte. Wow. Vorne kann schon Austrian 116 Charlie, we are ready to taxi. Austrian 116 Charlie, taxi to holding point runway 08 right via Whiskey 2, Sierra 7, Sierra and Bravo 3. Noch die Frequenz verlassen. So, Gate ist dran. Dann danke mich schon mal fürs Zuschauen und Einschalten. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß beim Fliegen. Ciao, ciao.